Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute machen wir mal ein kleines Quiz. Was klingt hier nicht barock? Dafür habe ich 10 Beispiele für euch, wo ihr mal hören sollt, was könnte man hieran barocker spielen auf der Blockflöte und natürlich auch auf anderen Instrumenten. Keine Angst, ich werde die Lösungen immer gleich hinterher verraten. Es ist also nicht zu schwierig, aber ich hoffe, es macht euch Spaß. Ja, erstmal noch vielen Dank für die vielen tollen Reaktionen auf mein letztes Video. Wie schnell haben Barockmusiker gespielt? Und ja, ich danke Brigitte nochmal für diesen tollen Videovorschlag. Ein bisschen hat das Thema heute auch damit zu tun, denn die Beispiele, die ich euch gleich zeigen werde, die haben auch einen Einfluss darauf, wie schnell ihr ein Barockstück spielt. Also, wir fangen gleich an. Erstes Beispiel, hört euch mal dieses Stückchen aus einer Sonate von Jean-Baptiste Loyer an. Was klingt hieran nicht barock? Vielleicht habt ihr da sofort gehört, dass mein Ton anders klingt auf der Blockflöte als normalerweise, denn ich habe hier mit einem Dauervibrato gespielt, das heißt Vibrato eigentlich auf jeden Ton eingesetzt. Und das mache ich normalerweise nicht. Und das hat den Grund, dass man das in der Barockzeit auch nicht so gemacht hat, sondern das Vibrato wurde ganz gezielt auf manchen Tönen eingesetzt, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Um eine Note besonders hervorzuheben, sie besonders wichtig klingen zu lassen und sie anders zu gestalten als die anderen. Das gilt übrigens genauso für Streicher, also nicht nur auf der Blockflöte oder auf der Traversflöte ist das wichtig, sondern eben auch für Streicher, die haben auch nicht auf jeden Ton ein Vibrato gemacht und das ist der große Unterschied zu heutigen Streichern, modernen Streichern, die spielen ja eigentlich immer mit Vibrato in der linken Hand und damals war das eben eher die Ausnahme. Beispiel Nummer 2, eure Quizfrage Nummer 2. Was klingt hier nicht so barock? Das war ein Stück aus einer Händel-Sonate. Und was hieran nicht so barock ist, jedenfalls nicht nach historischer Aufführungspraxis, das ist, dass die ganzen Sechzehntel, die ich da gespielt habe, nicht artikuliert genug waren, beziehungsweise dass sie nicht unterschiedlich artikuliert genug waren. Hier wäre es nochmal wichtig, dass ich darauf achte, dass ich Sprünge zum Beispiel anders artikuliere und hervorhebe als diatonische Verläufe, wenn es also in Schritten geht statt in Sprüngen. Okay, also hier war das nicht so barocke, dass ich zu undifferenziert artikuliert habe. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für Pianisten, die zum Beispiel Bach, wohltemperiertes Klavier oder andere Stücke auf dem Klavier spielen, dass beim Cembalo die Artikulation ganz, ganz wichtig ist und eigentlich auch die Dynamik erzeugt. Man kann ja auf dem Cembalo nicht laut und leise spielen, sodass man ganz anders an diese Stücke herangeht. Auf dem Klavier kann ich natürlich andere Sachen machen, da kann ich laut und leise spielen. Auf dem Klavier gehen aber bestimmte andere Dinge wieder nicht. Auf jeden Fall ist im Barock die Artikulation sehr wichtig und die steht eben nicht immer drin. Das müssen wir selbst wissen und anbringen.
So, dann ein drittes Beispiel. Was ist hier nach den Regeln des Barock eigentlich nicht richtig dran? Hört euch mal diesen Triller an. So, also ich habe ja eigentlich ganz ordentlich getrillert da. Und ihr fragt euch ja, was soll daran jetzt falsch sein? Ich gebe euch mal als Tipp, versucht mal die allererste Note des Trillers zu hören, welche das ist. Also ihr könnt jetzt vielleicht nicht gehört haben, welche Note explizit das ist, aber es ist so, dass der Triller im Barock, im Hochbarock jedenfalls, also bei Bach, Händel, Telemann und so weiter, von der oberen Nebennote aus anfängt. Im Frühbarock ist es genau umgekehrt, da fängt er von der Hauptnote oft an. Es gab aber auch regionale Unterschiede und so weiter. Wir sagen jetzt mal ganz grob Hochbarock, also Bach, Händel und so weiter, Corelli. Da fängt der Triller in der Regel von oben an. Dann kommen wir zu Beispiel Nummer 5. Was ist hier dran nicht barock? Ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass das ein sehr langsames Stück war, beziehungsweise eigentlich war es gar kein sehr langsames Stück. Es war eigentlich ein Stück, dessen Tempo nicht vom Komponisten explizit festgelegt wurde. Und das ist jetzt das Stichwort für das Video von letzter Woche. Es steht nämlich nur drüber Adagio und das heißt so viel wie gefühlsbetont. Und ich habe es unglaublich langsam gespielt. Und warum das nicht so barock war, das könnt ihr vielleicht jetzt mal in dem Gegenbeispiel hören, wo ich es meiner Meinung nach in einem besseren Tempo spiele. Was passiert jetzt nämlich hier, wenn ich das ein bisschen flüssiger spiele, ein bisschen zügiger und trotzdem noch ruhig und gefühlsbetont? Ich lasse die Phrasierung hören. Man hört hier wie in einem gesprochenen Text so eine Art Frage. Und so eine Art Antwort darauf. Und dann nochmal ein längeres Stückchen mit Noten, das wie so eine Schlussfolgerung von den beiden ist. Und genau das brauchen wir in der Barockmusik. Die Barockmusik ist auf der Rhetorik basiert und ihr könnt euch zu jedem barocken Stück eigentlich eine Geschichte ausdenken, aber nicht eine malerische Bildgeschichte, sondern eine konkret in Worten. Wenn ihr da ganz kreativ seid, könnt ihr wirklich Wörter dazu dichten. Das muss aber nicht sein. Ihr hört ja hier schon, dass es wie so ein kleines Frage-Antwort-Spiel ist und dann kommt die Schlussfolgerung.
Und wenn ich das zu langsam spiele, dann kann der Hörer das nicht mehr erfassen. Dann hat der schon, wenn ihr bei der zweiten Stelle seid, dieser sogenannten Antwort, vergessen, was eigentlich in der ersten war. Deshalb klingt das nicht so barock, jedenfalls wie es im Barock gedacht war. Dann kommt ein weiteres Beispiel und dazu muss ich euch ein bisschen Information geben. Das ist eine Sonate von Händel wiederum und die ist für Flöte und Basso continuo. Das heißt, eigentlich müsste da noch ein Cembalo mitspielen und vielleicht noch ein Cello dazu oder eine Gambe oder ein Barockfagott. Oder er müsste das mit Orgel zusammenspielen. Auf jeden Fall ein Bass- und ein Akkordinstrument. Und jetzt verrate ich euch auch noch, dass die ganze Zeit mit euch mitspielen, eigentlich in diesem Stück. Aber da, wo der Triller kommt, da hören sie auf mitzuspielen. Also ihr müsst euch das jetzt dazu vorstellen. Hört euch mal die Stelle an und beachtet, dass ab der Stelle, wo ich den Triller spiele, der Bass schweigen würde. So, und was ist hieran nicht barock? Wenn ich so eine Stelle habe, wo der Bass plötzlich schweigt, über einen ganzen Takt lang oder noch länger, dann hat das immer etwas zu bedeuten für das Melodieinstrument in dem Fall. Das ist nie ohne Grund. Das heißt in der Regel, dass der Komponist hier wollte, dass man hier freier spielt und solistischer, frei auch was das Metrum angeht, natürlich nicht zu sehr. Das kann zum Beispiel auch heißen, dass ich mir Zeit nehme, um überhaupt damit zu beginnen und dass ich mir Zeit nehme, dann wieder einzusteigen in diese Basslinie und die fängt hier nach diesen freien Triolen wieder an und da spiele ich dann auch wieder brav mit. So, das heißt, wenn ihr eine Sonate spielt und ihr guckt nicht in den Bass rein und ihr wisst nicht, was macht hier der Bass eigentlich und ihr wisst dann nicht, dass der Bass auch mal schweigt und macht dann nichts draus, dann ist das eigentlich nicht barock. So, für das 7. Beispiel haben wir ein schönes Menuett von Johann Sebastian Bach. Und was klingt daran jetzt nicht barock? Ja, klingt doch schön. Bach klingt immer gut. Da sprechen die Noten sozusagen für sich selbst. Aber trotzdem klingt das nicht barock, beziehungsweise es klingt nicht wie ein barockes Menuett. Was ist ein barockes Menuett nämlich? Das ist ein Tanz und ursprünglich wurde wirklich dazu getanzt. Zu diesem Menuett von Bach wurde nicht getanzt, das ist ein rein instrumentales Menuett, aber der Charakter des Menuettes muss bestehen bleiben. Also das Menuett ist normalerweise im Dreivierteltakt und da haben wir die Gewichtung, dass wir die erste Zählzeit schön schwer spielen wollen und die zweite und dritte leichter. So, dann haben wir ein Stückchen Partita von Georg Philipp Telemann, diesmal auf der Sopranblockflöte gespielt. Was klingt da nicht barock genug? Ja, also vielleicht konntet ihr auch den Rhythmus jetzt gar nicht erfassen, der ist ein bisschen besonders. Und das würde mich jetzt auch nicht wundern, denn hieran war nicht barock genug artikuliert wiederum. Wir haben nämlich in diesem Stück lauter Synkopen. Das Stück ist gespickt mit Synkopen und die muss ich im Barock schön hervorheben.
Eine Synkope besteht ja immer aus einer kurzen Note und danach einer langen. Und diese lange ist auch noch auf einer Zählzeit, wo man das normalerweise nicht betont spielen würde. Denn im Barock wollen wir immer die schweren und die leichten Zählzeiten hervorheben. Und das Besondere an der Synkope ist, dass erst der kurze Ton kommt und dann so mitten rein dieser längere Ton. Und in der Barockmusik wollen wir das normalerweise sehr betonen. Und dann kann man auch den Rhythmus erfassen und das entspricht auch wieder diesen Artikulationsprinzipien im Barock. Dann mal was ganz anderes, nämlich ein Stück aus dem französischen Hochbarock, nämlich von Pierre Danican Philidor. Das ist eine Allemande. Eine Allemande ist ja auch ein Tanz, die normalerweise in Sechzehnteln fließt, die weder ein sehr schnelles noch sehr langsames Tempo hat. Und eigentlich klingt das doch schon so ein bisschen wie eine Allemande klingen soll. Es verstößt aber sozusagen gegen die Regeln der französischen Barockmusik, wenn ich hier die Sechzehntel, das sind die meisten Noten, wenn ich die nicht inegal spiele, also das heißt ungleichmäßig, denn das haben die Franzosen sehr gerne gemacht bei ihren schnellen Notenwerten. Das bekommt also viel mehr Leichtigkeit und einen ganz anderen Rhythmus eigentlich. Und ja, das ist nochmal eine ganz eigene Thematik, die französische Barockmusik. Auf jeden Fall, wenn ihr es richtig machen wollt, dann müsstet ihr diese Allemande inégal spielen. So, dann kommt auch schon das letzte Beispiel von den 10 Beispielen. Hört mal rein, was hier nicht so barock ist, beziehungsweise was hier fehlt. Das ist auch wieder das Ende von dieser Händel-Sonate, das ich vorhin schon mal als Beispiel hatte. Und da hat das auch gefehlt, was jetzt fehlt. Aber vielleicht könnt ihr euch denken, was das sein könnte. Das Stück fängt als Larghetto an und gegen Ende, für die letzten paar Noten, wird es dann zum Adagio. Also ich habe doch den Triller von oben gespielt und alles, aber was fehlt hier? Und es ist tatsächlich eine Verzierung oder mehrere Verzierungen. Irgendwas wurde hier erwartet an so einer Stelle von den Barockmusikern. Also so eine Stelle, die könnt ihr eigentlich nicht so kahl stehen lassen, da muss irgendwas drauf. Wenn euch gar nichts einfällt, dann reicht auch ein kleiner Praller oder irgendwas. Auf jeden Fall solltet ihr die nicht einfach so spielen. Und das ist ja auch typisch so eine Stelle, wo viele sagen, oh, das klingt langweilig. Ist ja auch kein Wunder, weil da soll man ja was verzieren. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einiges erraten und heraushören. Hört es euch ruhig nochmal an, dass ihr das schön vergleichen könnt. In meinem Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level werden alle diese Dinge systematisch behandelt. Dort lernt ihr, was erstmal das Allerwichtigste ist, dass ihr überhaupt ohne Vibrato spielen könnt und einen gut gestützten, klar klingenden Ton auf der Blockflöte habt. Das heißt, eure Atemstütze wird entwickelt und da lernt ihr auch diese ganzen Dinge über die barocke Artikulation und die Verzierungsmöglichkeiten. Da könnt ihr das alles, was wir heute besprochen haben, wirklich vertiefen und euch selbst aneignen für euer Blockflötenspiel. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuhören und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte und gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und übrigens, man kann jetzt so ein Video auch hypen. Das ist dann irgendwo auch, da könnt ihr anklicken, hypen. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Auf jeden Fall hilft mir das, dass die Videos, die ich mache, noch weiter verteilt werden, weiter unter Leute kommen und das freut mich natürlich.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration für euer eigenes Spiel bekommen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder hier auf Veras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!